Ich hätte nie gedacht, von einem Smartphone-Gimbal so angetan sein zu können. Und dann kam dieser kleine Freund hier. Zur Transparenz. Die Firma Hohem ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das Ding nicht reviewen, also testen möchte. Und mein erster Gedanke war so, ja, weiß nicht. Ich filme halt mit einer Systemkamera. Aber mir ist durchaus klar, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die ihr Smartphone zum Fotografieren und zum Filmen benutzen. Und das aus gutem Grund, weil die Kameras in den Dingern mittlerweile immer besser werden und ohnehin ist die beste Kamera immer die, die man dabei hat. Also habe ich diesem Test zugesagt und schon am ersten Tag, nachdem das Ding eingetroffen ist, dachte ich mir, boah, was für ein wahnsinniges Stück Technik. Aber eins nach dem anderen. Geliefert wird das Gimbal in einem Case, das den Eindruck vermittelt, als ob das Gimbal darin sicher transportiert werden kann. Neben dem eigentlichen Gimbal liegt noch ein USB-C-Kabel mit dabei und so ein Verlängerungshandstück, das auch aufgeklappt werden kann, sodass es als Mini-Stativ genutzt werden kann. Der Griff selber hat eine angenehme Stärke, also selbst mit größeren Händen hat man da noch wirklich einen guten Griff drum. Die Oberfläche selbst ist so leicht gummiert und dadurch rutscht er eben nicht so schnell aus der Hand. Das Mittelteil ist einer der beiden magischen Punkte dieses Gimbals und damit hast du Zugriff auf ganz viele Funktionen. Ein langer Druck auf die seitliche Ein-Aus-Taste erweckt das Gimbal zum Leben und in dem Display erscheint ein aufgeräumtes Menü. Darunter ist hier so ein kleiner Joystick, mit dem kann also der Gimbal bewegt werden. Außerdem kann er aber auch mit dem Drehrad an der Seite bewegt werden. Da sind quasi alle drei Achsen, lassen sich auch so einstellen, dass sie mit diesem Drehrad bewegt werden können und damit lassen sich butterweiche Schwenks realisieren. Mit dem Drehrad geht auch noch einiges mehr, aber dazu kommen wir gleich. Neben dem Drehrad sind noch zwei Tasten, nämlich so eine A- und B-Taste. Und damit lassen sich zwei unterschiedliche Ausrichtungen, also Positionen einspeichern und auf Tastendruck würde das Gimbal dann einen ganz langsamen Schwenk von der gespeicherten Position A zur Position B einleiten. Noch ein bisschen eleganter geht es allerdings in dem Menü Szenario Timelapse. Da lassen sich nämlich bis zu 5 Positionen einspeichern und man kann auch noch eine Zeit einstellen von 1 bis 180 Minuten und dann würden diese bis zu 5 Positionen innerhalb der gewählten Zeit ganz langsam abgefahren werden und das eignet sich also hervorragend für solche bewegten Timelapse-Aufnahmen. Es gibt 3 Stabilisierungsmodi in diesem Gimbal, nämlich 0, 1 oder 2 Achsen, die auf ein Ziel eingeloggt bleiben. Das heißt, die Frage ist immer, wie viele von den Bewegungen, die ich hier mit dem Griffstück mache, sollen auf die Kamera übertragen werden. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit mit dem Schalter, den man hier hat, wenn man den durchdrückt, dann sind alle 3 Achsen gelockt auf ein Motiv vorne. Und das heißt, ich könnte dann halt in jede Richtung eine Bewegung machen und die Kamera würde immer auf mein Motiv eingeloggt bleiben. In der Balancer-Ansicht wird angezeigt, wie gut das Smartphone ausbalanciert ist. Man würde die Halterung so einstellen, dass das Smartphone immer in Waage gehalten wird. Die Motoren sind dabei so dimensioniert, dass sie bis zu 500 Gramm Last aufnehmen können. Also selbst mit größeren Smartphones hat man da immer noch massig Reserven. Unter Szenario haben wir dann noch eine Rotationsoption, die Drehgeschwindigkeit kann eingestellt werden. Das Gimbal rotiert links oder rechts lang und wahlweise im Tilt-Modus, in dem auch etwas ungewöhnliche Perspektiven gefilmt werden können. Nächste Funktion ist die Wide-Angle-Option. Also die ist gedacht für weitwinklige Aufnahmen, wo, je nachdem wie man das Smartphone drin hat, möglicherweise dieser Arm oder dieser Motor im Weg ist oder im Bild ist bei einer weitwinkligen Aufnahme. Und deswegen gibt es diese Wide-Angle-Funktion, da drückt man dann einmal drauf und dann gibt es so ein bisschen Gimbal-Yoga. Und plötzlich ist dieser Arm, der gerade noch im Weg war, auf der anderen Seite und gibt den Blick frei für eine weitwinklige Aufnahme. Genial! Bei der Bedienung über den Joystick kann die Tilt- und Pan-Geschwindigkeit eingestellt werden und auch die Bewegungsrichtung kann bei Bedarf umgekehrt werden. Kommen wir jetzt mal zu Funktionen, die durch das zweite Highlight dieses Gimbals ermöglicht werden, nämlich die KI-Kamera mit integriertem RGB und Weißlicht. Fangen wir mal mit dem Licht an. Mit der ausgewählten Lichtsteuerung kann die RGB-Farbe und Helligkeit angepasst werden. Genauso funktioniert es auch mit dem weißen Licht. Auch da lässt sich die Farbtemperatur und die Helligkeit verändern.
Die Einstellung kann dabei entweder über das Display sehr schnell vorgenommen werden oder über den Drehregler bzw. diese Plus-Minus-Schaltflächen auch ganz fein angepasst werden. Mit dem Druckknopf in der Mitte des Drehreglers kann man zwischen Farbe und Helligkeit hin und her wechseln. Neben dem Licht befindet sich das eigentliche Highlight, nämlich die KI-Kamera. Mit einem seitlichen Schalter kann man diese aktivieren und dann würde erstmal eine rote Status-LED leuchten, die signalisiert, ich bin im Standby-Betrieb, und mit meiner entsprechenden Geste könnte man dann die Funktion aktivieren und die Statuslampe würde grün leuchten und damit das Tracking starten. Auch schnelle Bewegungen sind dabei kein Problem. So, jetzt interessiert mich tatsächlich mal, wie schnell ich mich bewegen kann, ohne dass mich das Tracking verliert. Ich laufe jetzt einfach mal den Kreis nochmal und fange jetzt aber auch mal an zu rennen und mal gucken, ob es das Ding schafft, mich im Fokus zu behalten. Ja, läuft wunderbar, ich muss einen Gang zulegen. Und, okay, schneller, schneller, okay, alles klar. Für mich reicht's, jetzt wird mir ein bisschen schwindelig. Also ich kann im Kreis rennen, relativ schnell, oder für meine Verhältnisse relativ schnell. Und das Ding verliert mich nicht. Auch wenn ich mich jetzt ganz schnell von links nach rechts bewege. Ja, das Ding bleibt immer bei mir, also für mich ist es schnell genug. Auch wenn die zu trackende Person kurzzeitig von einem Objekt verdeckt wird, kann die KI-Kamera danach diese Person wieder erkennen und mit dem Tracking fortfahren. Mit einem einfachen Stopp-Handzeichen würde ich das KI-Tracking beenden können. Die Status-LED würde dann von grün wieder auf rot wechseln und auch den Auslöser der Kamera kann ich entsprechend steuern mit diesem Zeichen, einmal zum Starten, das zweite Mal dann zum Stoppen. Aber es gibt noch eine hilfreiche Geste. Das Reframing, also das sich neu im Bild positionieren, funktioniert mit dem System auch wunderbar, und zwar per Gestensteuerung, also ohne dass ich zum Gerät hinlaufen muss, Einstellungen vornehmen muss, wieder zurücklaufen muss, um zu gucken, ob der neue Bildausschnitt passt, sondern einfach remote aus der Ferne mit einem Zeichen. Wofür kann sowas gut sein? Naja, zum Beispiel, wenn man über Dinge sprechen möchte, die entweder neben einem oder hinter einem passieren. Also nehmen wir mal an, ich möchte hier über dieses Bild sprechen. Wäre aber auch genauso gut, wenn ich über ein Gebäude sprechen möchte oder über ein Fahrzeug, ein Fahrrad, was auch immer. Dann würde ich nicht direkt in der Mitte des Bildes stehen wollen, weil ich halt alles hinter mir verdecke. Also würde ich mich umpositionieren und mehr an den Bildrand rücken wollen. Und das kann man hier mit dieser Lösung machen. Da würde ich jetzt dieser Intelligenzkamera, die da drauf ist, erstmal ein Zeichen geben, dass sie sich aktivieren soll. Das mache ich dann genau so. Dann bin ich jetzt immer in der Mitte des Bildes, egal wo ich mich bewege. Und genau das möchte ich ja ändern. Deswegen sage ich hier, hey, ich möchte meine Position im Bild verändern. Ich sage hier also, dieses Zeichen für Reframing würde dann mal einen Schritt zur Seite gehen, sage, alles klar, jetzt bin ich da, wo ich sein möchte. Und jetzt würde sie mich die Kamera immer am Bildrand positionieren. Das heißt, ich kann mich jetzt ein bisschen bewegen und bin immer aber am Rand des Bildes und könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen, guck mal hier, darüber möchte ich sprechen, und hätte genug Platz, und der Betrachter würde sehen, worauf es ankommt, nämlich auf das wirkliche Motiv, und ich bin dekorativ an der Seite. Das Konzept dieses Gimbals basiert darauf, dass dieses auch bedient werden kann, ohne sich direkt am Gimbal zu befinden, und realisiert wird das durch diese abnehmbare Fernbedienung. Das heißt, dass ich alle wesentlichen Funktionen, die ich normalerweise direkt am Gimbal ausführen würde, zum Beispiel mit dieser Schaltertaste, die kann ich auch alle remote über diese Fernbedienung steuern. Und weil man sich nicht nur selbst oder eine Person tracken kann, sondern beispielsweise auch Tiere oder Objekte, kann diese Fernbedienung hier als Kontrollmonitor dienen. Also einmal abnehmen, so ein Doppelklick oder Doppeltipp auf das entsprechende Objekt, und schon geht das Auto-Tracking los und man kann das alles über die kleine Fernbedienung entsprechend monitoren. Diese Flexibilität durch die Fernbedienung wird, und das zeichnet meiner Meinung nach eine durchdachte Lösung aus, konsequent weitergedacht. Was nutzt einem zum Beispiel die Funktion, wie wir sie ja auch haben, dass man auf Knopfdruck zwischen der Frontkamera und der Selfie-Ansicht hin und her wechseln kann, wenn dann diese KI-Kamera und das entsprechende Licht in die falsche Richtung zeigt. Und deshalb kann man hier einfach mit einem Griff die Einheit abnehmen, dreht sie einmal rum, klickt sie wieder rein, da ist so ein Magnet, der zieht es in die richtige Richtung, und dann klickt das nochmal fest rein und schon zeigt alles in die richtige Richtung. Also das ist eine richtig schön durchdachte Lösung.
Das ist aber noch nicht alles. Die schwenkbare Handyaufnahme sorgt dafür, dass man entweder vertikale oder horizontale Aufnahmen machen kann. Und der Gimbal selbst ist auch ausziehbar. Das heißt, damit ist er dann flexibel als Tischstativ für Selfies, für Vlogging oder Mini-Crane-Shots, wo die Kamera von unten nach ganz oben bewegt werden soll, wunderbar einsetzbar. Der Akku kann über das beigelegte USB-C-Kabel aufgeladen werden. Eine volle Ladung dauert 3 Stunden und der Akku hält dann ca. 12 Stunden. Bei aktivierter KI-Kamera und Licht kann sich die Laufzeit dann aber auch um einige Stunden verkürzen. Wenn du das Gimbal mal nicht in der mitgelieferten Transporttasche mitnehmen möchtest, sondern beispielsweise in der Seitentasche von einem Rucksack, dann ist jede Achse mit einem Schalter versehen, an dem die Achse entsprechend gelockt werden kann. Also da wackelt dann wirklich nichts mehr. Ein, zwei Sachen sind mir dann aber noch aufgefallen, die können vielleicht noch verbessert werden, sind aber in jedem Fall vielleicht ganz interessant zu wissen. Nämlich Thema Gegenlichtsituation. Mir ist es aufgefallen, ich hatte eine Gegenlichtsituation und wollte da ein Reframing-Geste machen und die wollte er einfach nicht so richtig erkennen. Und da muss man einfach darauf achten, wenn das Licht dann von der Seite oder von vorne kommt, dann ist es kein Problem mehr. Gegenlichtsituation könnte schwierig werden. Die Mehrfachbelegung der Tasten, die wir hier am Gerät haben, führt dazu, dass wir eine sehr aufgeräumte Optik haben, also wenig Tasten und trotzdem viele Funktionen. Ist allerdings dadurch auch so, dass die Bedienung nicht wirklich intuitiv ist. Also die Tasten und welche Funktionen wo abgelegt sind, das ist einfach zu erlernen. Die Spracheinstellung im Menü bietet derzeit nur 2 Optionen, Chinesisch oder Englisch. Vielleicht kommen da im Laufe der Zeit auch noch weitere Sprachen hinzu. Abgesehen davon ist das Teil eine eierlegende Wollmilchsau. Nicht erwähnt hatte ich die dazugehörige Hohem Joy App. Diese bietet zusätzliche Funktionen. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich schon ein etwas in die Jahre gekommenes iPhone habe und da werden manche Funktionen nicht nativ unterstützt, also beispielsweise das Focus Pulling, also das Verändern des Fokuspunktes oder auch eine Zoomfahrt. In Verbindung mit der App gehen diese Funktionen aber werden trotzdem unterstützt und auch im Menü kann man da zahlreiche Einstellungen vornehmen. Positiv aufgefallen ist mir dabei das Verhalten zu den eingeforderten Rechten dieser App. Wenn du so Social-Media-Apps hast beispielsweise, dann weißt du vielleicht, wie datenhungrig diese Apps sein können und was die alles für Rechte einfordern. Ganz anders bei der Hohem Joy App, die im Apple App Store steht, die fordert ganz genau 0 Rechte, die einfordert. Nur bei entsprechenden Funktionen, die ein entsprechendes Recht bedürfen, also beispielsweise mal einen Zugriff auf die Mediathek, da wirst du dann explizit nach gefragt und kannst zustimmen oder ansonsten ist die wirklich sehr zurückhaltend. Fazit, für wen eignet sich dieses Gimbal also? Wenn du gerne und oft und ambitioniert mit deinem Smartphone filmst, dann ist das meiner Meinung nach das derzeit beste Zubehör, das du für dein Smartphone kaufen kannst. Der Einsatzbereich durch die vielen Funktionen, durch die Ausziehbarkeit macht es ideal für alle, die Videologging machen, Reiseberichte, One-Man-Show-Influencer das Ding ist ein No-Brainer. Es ist für alle, die mehr wollen als Gimbal-Basisfunktion. Kommen wir mal zum Preis. Der liegt derzeit bei 299 €. Mit meinem Discount-Code kannst du nochmal 10% bei der Bestellung über der Hohem Website sparen. Oder auch bei einer Bestellung über Amazon gibt es auch nochmal einen kleinen Discount. Link in der Beschreibung. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast auf dieses Teil oder Anmerkungen hast, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über deinen Like und, sofern noch nicht geschehen, natürlich auch über ein Abo. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.